Hallo, wir befinden uns heute am ehemaligen Hafengelände in Leipzig. Hafen? Leipzig? Na gut, dann erzähle ich die Story eben von Anfang an. Im Norden von Leipzig fließt die Elster Richtung Hafenbecken. Aber was will man in Leipzig? Mit einem Hafen? Ganz einfach, die Weltherrschaft an sich reißen. Also so oder so ähnlich muss sich damals Hitlers Plan angehört haben, als er vorschlug, die Elster mit der Saale zu verbinden und über die Saale in die Elbe zu gelangen, um von dort bis nach Hamburg zu gelangen. Ab 1933 baute man 10 Jahre lang, danach verlief das Projekt im Sande. Und wie man sieht, fehlen noch über 7 Kilometer. Doch derzeit entstehen hier Wohnhäuser. Und am Ufer des Flusses kann man allerhand Tiere beobachten. Doch natürlich sind wir nicht hier, um uns das anzusehen. Denn hinter dem mondänen, neuen, schicken Ufer entdecken wir das wahre Gesicht des alten Hafens. Das Neubauviertel grenzt direkt an ein ehemaliges Industriegelände. Eigentlich wollten wir bis zum Hafenbecken laufen. Also gingen wir direkt ins neue Wohngebiet und trafen plötzlich auf eine stillgelegte Eisenbahnstrecke. Wir wollten eigentlich nur mal kurz gucken. Guck mal, hier war mal eine alte Eisenbahnlinie. Wir gucken, ob wir eine Eisenbahn. Doch dann zog uns der Lost Place in seinen Bann. Die Eisenbahnlinie verband ab 1906 die Kiesgruben Lindenau und ein Mörtelwerk mit dem Bahnhof in Plagwitz. Die ehemalige Kiesgrube wurde später zum Hafenbecken. Wegen des Zweiten Weltkriegs wurde der Hafenbahnhof aber nie gebaut. Nach der Wende wurde die Strecke rückgebaut und Stück für Stück stillgelegt. Reste der Gleise sind aber nach wie vor an vielen Stellen zu finden. Wenn man den Gleisen in die andere Richtung immer weiter folgt, gelangt man zur Museumsfeldbahn Leipzig-Lindenau. Guck, da ist die Schiene zu Ende. Das sind alte Schienen, die wurden abmontiert und hier hingelegt. Bis da hinten gehen die. Schau mal, hier sind noch alte Züge und alte Transportwagen. Guck mal, da sind noch Maschinen drauf. Ja, das ist ein Museum. Kiesbahn Leipzig-Lindenau. Wieso sind hier verrostete Schienen und Züge? Wieso? Und das ist wohl der einsamste Bahnhof Deutschlands. Die imposanten Hafengebäude von 1938 verfallen seit 1996 zusehends, aber stehen seit 1997 unter Denkmalschutz. Eine Explosion hat dem einen Gebäude echt zugesetzt. Das andere wird nach wie vor genutzt. Was ist denn Sie? Das ist der Hafen. Doch auf dem restlichen Gelände war schon lange niemand mehr.
Das ist der Hafen. Aber hier ist schon wieder ein Zaun und noch ein Zaun. Und mit diesen Bildern verabschiede ich mich heute von euch. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt dem Video gerne einen Daumen hoch oder lasst ein Abo da. Und dann, ciao, bis zum nächsten Video.